will now continue on the last three traits. We will go through this more quickly now, but to continue on, the 6 traits of well-behaved children that are also emotionally healthy. What is nature's plan? What is it that we want to support? Hallo. I forgot that, or I'm sorry. Also, wie Sie schon gehört haben, reden wir jetzt über die letzten 3 Eigenschaften von Kindern, die sich gut benehmen und dabei seelisch gesund sind, und wir gehen da jetzt etwas schneller durch. This 4th point has to do with their attachments to others, to adults, to teachers, to coaches, grandparents, and so on, that allow the transmission of culture. Dieser 4. Punkt hat zu tun mit den Bindungen unserer Kinder an andere Leute, also Großeltern, Onkel, Tante, Lehrer und so weiter, die eben die Weitergabe unserer gesamten Kultur ermöglichen. The way socialization is supposed to happen, being rendered fit for society, is largely around the attachments that children form. Und eigentlich soll es so sein, dass die kulturelle Weitergabe entlang der Bindungen unserer Kinder erfolgt. Much of it is around their attachment to their peoples. For instance, they're people in terms of nationality, of race, of course, everyone they're attached to. Also vieles damit hat auch mit der Volkszugehörigkeit zu tun, mit der Rasse und eben wie die Leute sind, an die sie gebunden sind. And the key to our socialization in Western civilization is also identification with roles. Und der Schlüssel zur Sozialisierung in einer Zivilisation ist auch, dass die Kinder sich mit bestimmten Rollen identifizieren. And so when you identify with a particular role in society, as a teacher, a doctor, a leader of some kind of role, it brings forth the appropriate behavior to that role. Und wenn die Kinder sich mit bestimmten Rollen identifizieren, zum Beispiel mit einem Lehrer oder einem Arzt oder so, dann ruft das in ihnen dieser Rolle angemessene Verhalten hervor. Aboriginal cultures had more identification with animals. They had the inherent belief that there was harmony in the universe, and that you had to find that harmony by taking on the role of a particular animal. In der indianischen Kultur, bei uns in Kanada, identifizieren die Indianer sich eben mit bestimmten Tieren, weil sie der Überzeugung sind, dass im Universum Harmonie herrscht und dass sie an dieser Harmonie teilhaben können, indem sie eben sich mit bestimmten Tieren identifizieren. So their adolescent rites of passage would often have a time of separation from their parents, and during that time of separation, this kind of identification would take place, whether the identification was with an eagle, a bear, and on and on and on. Und sie haben dann im Laufe ihrer Jugend bestimmte Zeiten der Trennung, wo sie von ihren Eltern getrennt sind. Und da greift dann eben die Identifizierung mit bestimmten Tieren, zum Beispiel einem Adler oder einem Bär und so weiter. But our Western civilization is based upon roles, so we developed the habit of asking young children what they were going to be when they grew up. Und da unsere Gesellschaft auf Rollen basiert, haben wir früher immer die Kinder gefragt, na, was willst du denn mal werden, wenn du groß bist? And they would answer with a particular role. I'm going to be a teacher, I'm going to be a parent, I'm going to be a doctor, and so on. Und sie haben dann geantwortet, mit welcher Rolle sie sich identifiziert haben, eben Lehrer, Arzt, Eltern und so weiter. And then that would bring the appropriate kind of conduct, appropriate kind of behavior that was associated with that role. Und sie haben dann eben auch versucht, sich so zu benehmen, wie es zu dieser Rolle passte. The problem with many of today's children is that then they're not identifying with the roles that would shoehorn them into society. Und das Problem bei vielen Kindern heute ist, dass sie sich gar nicht mehr mit Rollen identifizieren, die ihnen einen Einstieg in unsere Gesellschaft ermöglichen würden. So as they lose their attachments to their roles and to the people,
that would transmit their culture, our culture begins to deteriorate. We lose our culture. In dem Maße, wie sie sich eben mit anderen Rollen identifizieren und nicht mehr mit denen, die eigentlich Träger unserer Gesellschaft sind, zerfällt im Grunde unsere Kultur. And our greatest concern, of course, is again that children are replacing the adults in their life with their peers. And so it's the peers that they are modeling after, addressing after, acting like, and taking on the values of their peers. And such peer-oriented children do not integrate into mainstream society. Und der Grund dafür ist wiederum, dass die Kinder sich immer mehr an ihre Gleichaltrigen binden und dann eben so sein wollen wie die und diese Rollen übernehmen wollen. Und das bereitet sie nicht darauf vor, in unserer Gesellschaft aktiv teilzuhaben. So the challenge here is to make sure that we cultivate the attachments of our children to the adults in society and to the roles, to identify with the roles that would actually help them integrate into mainstream society. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Kinder Bindungen an solche Erwachsenen haben, wo ihnen die Identifizierung damit hilft, in unsere Gesellschaft hineinzuwachsen. Again, this is an issue of attachment, of relationship, and not of instruction or teaching. Und wiederum ist das eine Sache, die über Beziehungen, über Bindung läuft und nichts damit zu tun haben, dass wir etwas belehren oder unterrichten. When children are being raised in an intact culture, this just happens automatically. Und in einer intakten Kultur geschieht das, während die Kinder aufwachsen, automatisch. But for today's children and in our society, we need more to matchmake with other adults in our society that we believe are good models and representatives of the kind of mainstream society we'd like our children to be part of. Aber heutzutage in unserer Gesellschaft müssen wir wirklich aktiv darauf achten, dass unsere Kinder Beziehungen und Bindungen entwickeln zu Erwachsenen, wo wir den Eindruck haben, das hat einen guten Einfluss auf ihre Sozialisierung in die Gesamtgesellschaft. And you can see that this is a huge issue again in working in residential treatment homes and schools with troubled children and youth. Und das ist besonders wichtig wiederum in Erziehungsheimen und Schulen für verhaltensgestörte Kinder mit schwierigen Jugendlichen. So the first issue always is to cultivate attachments between them and the adults who would be models of our culture's values. Und das Wichtigste wäre da eben wieder Bindungen herzustellen und einzuspielen zu solchen Erwachsenen, die geeignete Rollenvorbilder wären. We'll move to the sixth trait. And the sixth trait, a very significant issue, is that children form their own goals and their own agendas, that they're well-intentioned. Die fünfte wichtige Eigenschaft braver Kinder ist eben, dass sie ihre eigenen Ziele und Pläne haben, die dazu führen, dass sie gute Absichten haben. The concern of many parents today is so much on the behavior that they don't even realize that intentions are the first step towards good behavior. Und viele Eltern heute sind so damit beschäftigt, sich um das Verhalten Sorgen zu machen, dass sie überhaupt nicht merken, dass ja die guten Absichten die Vorbedingung sind für gutes Verhalten. A child must have the intention to bring his homework home, the intention to put his clothes away, the intention to have the proper bedtime rituals before ever the behavior is going to result. Bevor gutes Verhalten möglich ist, muss das Kind die Absicht haben, seine Hausaufgaben anständig zu machen. Es muss die Absicht haben, sein Zimmer aufzuräumen, und es muss die Absicht haben, das mit dem Zubettgehen gut hinzukriegen. Again, today's parenting methods want to get that compliance directly and don't take the time to be able to impose order on the child's motivation. Und wir sind heute eben oft so, dass wir versuchen, diesen Gehorsam unmittelbar haben zu wollen und uns nicht die Zeit nehmen, überhaupt mal die guten Absichten, also die Ordnung in den Absichten des Kindes herzustellen. So parents would come to me and say, well, how do you get a child to dress themselves? How do you get the sister or the brother to stop hitting the sister? And I would ask, well, does the child want to dress herself?
Does she want to express her or him to? Does he want to express his frustration in less violent ways? Also wenn die Eltern zu mir kommen und sagen, wie kriegen wir das hin, dass unser Kind sich selber anzieht oder dass es nicht mehr seine kleine Schwester haut, dann ist meine erste Frage, ja, will das Kind sich denn selber anziehen? Und hat es denn die Absicht, seine Frustration anders auszudrücken, weniger gewalttätig? And parents would often respond, well, I don't see how that's relevant. I'm not here to talk about whether they want to do, I want to see good behavior. Und dann sagen die Eltern, ja, deswegen bin ich nicht hier, es geht nicht darum, was sie wollen, sondern wie sie sich verhalten sollen. But if a child doesn't want to be a good student, doesn't want to have good marks, doesn't want to be able to have a clean room, then nothing is going to turn out right. Aber wenn zum Beispiel Schüler nicht gute Schüler sein wollen, gute Zensuren selber haben wollen und da ihre Motivation haben, dann kommt dabei nichts raus. The intentions, the good intentions aren't enough, but they are the beginning. And unless we're aiming for something, we're not going to actually get there. Die gute Absicht alleine reicht natürlich noch nicht, aber sie ist eine ganz unerlässliche Vorbedingung. Und wenn wir nicht in die richtige Richtung zielen, dann ist klar, dass wir nie dahin kommen. The way it works is that children are born in the passenger seat of life, so to speak. It can sense the analogy of a car. Also im Vergleich mit dem Auto ist es so, dass Kinder im Grunde auf dem Beifahrersitz geboren werden. And if all goes well and their attachment needs are met, by about 3 or 4 years of age, nature moves them and shifts them over so that they feel that they're more in the driver's seat. Und wenn alles gut läuft, dann kommt mit ungefähr 3 oder 4 Jahren der Zeitpunkt, wo die Natur natürlicherweise dafür sorgt, dass sie eigentlich jetzt auf den Fahrersitz wollen. And healthy 3 and 4-year-olds are absolutely preoccupied with steering wheels. They love steering wheels. Anything to do with the steering wheel. 3-, 4-Jährige sind total besessen von Lenkrädern und lieben das unglaublich zu lenken. And this is indicative of their own psychology, that they want to find themselves in the place where the world divides into options. Und das spiegelt ihre eigene innere seelische Befindlichkeit wider. Sie sind jetzt an dem Ort, wo sie gerne möchten, dass sie Wahlmöglichkeiten haben. And once their world divides into options, then they consider more where they want to go. Und wenn sie dann Wahlmöglichkeiten haben, dann denken sie mehr darüber nach, wo sie denn hinwollen. And that's the place where we must solicit good intentions. We'll talk about that a bit later, to get them actually heading in the direction that ultimately we want them to go to. Und das ist der Punkt, der Ort, wo wir einklinken müssen und ihre guten Absichten wecken müssen. Wir sprechen darüber später noch, damit sie in die Richtung zielen, mit der wir auch einverstanden sind. And so if a child is aiming to express his frustration in less violent ways, aiming to bring his homework home, now he develops a sense of responsibility for what happens. Also wenn das Kind selber das Ziel hat, seine Frustration weniger gewalttätig auszudrücken oder seine Hausaufgaben zu machen, dann versucht es schon, das zu erreichen. But if he's not aiming for anything, if there's no intention in his mind, then it is not likely to come to fruition. Aber wenn das gar nicht sein Ziel ist und er gar nicht diese Absicht in seinem Bewusstsein hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er da zufällig hinkommt, sehr gering. Now the behaviorists say the road to hell is paved with good intentions. Die Behavioristen, also die verhaltensorientierten Psychologen, sagen, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. But the developmentalists say that good intentions are gold. That if you don't start, you will never ever get there. Aber die Entwicklungspsychologen sagen, gute Absichten sind Gold wert und wenn man damit nicht anfängt, dann kommt man nirgendwo hin. Good intentions also render your feedback effective. Gute Absichten machen auch unser Feedback, unsere Rückmeldung wirksam. Let me give you an example. When my oldest daughter Tamara was ready to learn to drive, she was about 16 years of age, it occurred to me that after 16 years of driving in the car with me, she had not learned a thing. Also als wir in die Provence fuhren, da war meine älteste Tochter Tamara 16 Jahre alt und es kam mir so vor, als ob sie nach 16 Jahren neben mir fahren, eigentlich in der Lage sein müsste zu fahren. Ich habe es nicht genau verstanden. So I took her to a place out of the city, I put her behind the steering wheel and I said, drive. Also, ich fuhr mit ihr an einen einsamen Ort und setzte sie in das Lenkrad und sagte, so, fahr.
She oversteered, she understeered. She overbraked, she underbraked. She overgeared, she undergeared. Also, und sie machte natürlich am Anfang alles falsch. And everything she did, because she was at the steering wheel, gave her feedback. Und alles, was sie tat, gab ihr ein Feedback, weil sie am Lenkrad selber saß. And in the one day, behind the wheel and getting that feedback, she was ready to enter into the metropolis of Vancouver, actually, and do well with her driving. Und nach einem Tag, wo sie dieses Feedback am Lenkrad gehabt hatte, konnte sie dann wirklich, als wir nach Vancouver zurückkamen, konnte sie gut klarkommen mit dem Autofahren. That is all the correction I could have given her in the world if she was in the back seat and not at the steering wheel. Don't do this, do that, everything else. All of these things we are telling our children, and they're not even aiming anywhere. All that feedback goes on deaf ears. Und alles, was ich ihr vorher erzählt hatte, während sie eben nicht am Lenkrad saß, war gar nicht bei ihr wirklich gelandet. Und all unsere Erklärungen, die wir den Kindern geben, führen nirgendwo hin, wenn die nicht selber dahin zielen. So when we solicit a good intention, can I count on you to try to do this? I think you're old enough now to handle this. Will you try to remember to give a good greeting to your grandmother when she comes to the door? And you get the nod. All of these are imposing order on the mind. They're at the beginning of the process of discipline. Also wir versuchen die ganze Zeit gute Absichten zu wecken beim Kind und eben zu sagen, ich glaube, du bist jetzt alt genug und schaffst du das, kann ich auf dich zählen, dass du das hinkriegst, wirst du daran denken, deiner Oma anständig guten Tag zu sagen, wenn sie kommt. All diese Dinge helfen, helfen uns eben das Kind dahin zu bringen, wo es hin soll. So rather than consequences, what comes after, a developmentalist is primarily concerned about intentions, what comes first. Also anstatt an Konsequenzen, dem was nach dem Verhalten kommt, sind die Entwicklungspsychologen eher an dem interessiert, an den Absichten, an dem was vorher kommt. It's through intentions that we sow the seeds of our values in our children. Und über diese Absichten geben wir praktisch die Saat unserer eigenen Werte an die Kinder weiter. When we use consequences, we're using what the child cares about, what they value, their value system against them. Wenn wir mit Konsequenzen arbeiten, dann benutzen wir das, was dem Kind wichtig ist, woran es gebunden ist, sein Wertesystem, benutzen wir gegen das Kind. But when we solicit good intentions in them, when we literally move to get them in the steering wheel and aiming at something, we actually sow the seeds of our own values in them. Aber wenn wir es schaffen, dass sie dass sie gute Absichten entwickeln und dann selber am Lenkrad sind und in die gleiche Richtung zielen, dann haben wir wirklich unsere Werte an sie weitergegeben. But before the child even wants to dress herself, and for that energy to even be there, her attachment needs need to be relatively filled. Aber bevor zum Beispiel ein Kind gerne selber sich anziehen möchte, bevor diese Energie da ist, müssen seine Bindungsbedürfnisse erfüllt werden. It's just like physical hunger. The child doesn't have the energy for anything else when they're hungry. You first of all have to fill that hunger, and then the energy turns, and so that there is room for other things in their life. Es ist wie mit körperlichem Hunger. Wenn das Kind hungrig ist, dann kann es nichts anderes machen. Wir müssen erst diesen Hunger stillen und dann kann das Kind sich anderen Dingen zuwenden und ist dafür frei. And so again, a child who feels the dependency needs being met, the contact and closeness is enough, the feeling of love and affection, and when that is full, their hunger is full, moves to want to grab the steering wheel. This is where a child says, want to do it myself. I want to dress myself, to figure this out, forms those intentions, and this is the energy we want in a child. Also wenn die Bindungsbedürfnisse des Kindes erfüllt sind, wenn es richtig satt ist und weiß, es wird geliebt, es ist genügend Liebe da und es ist da ganz beruhigt, dann kommt es an diesen Punkt, dann wird da ein Schalter umgelegt und es will dann, das ist dann der Punkt, wo es sagt, selber alleine machen und wo es dann auch sich zum Beispiel alleine anziehen will. So for developmentalists, this is the very core of discipline. Not imposing order on their behavior, but imposing order on their mind, getting them to aim in the right direction. Also für uns Entwicklungsleute ist das der Kern der ganzen Disziplin, nicht, dass wir Ordnung bei ihrem Verhalten herstellen, sondern dass wir ihnen helfen, in die richtige Richtung zu ziehen. And we'll talk a little bit more how to do this.
Und wir werden noch darüber reden, wie man es macht. But right now I want to move to the sixth trait. Again, another very important natural discipline process. Jetzt kommen wir zum sechsten und letzten Punkt, nämlich Eigenschaft braucher Kinder, dass sie trotz ärgerlicher Impulse reflektieren können, bevor sie handeln. For children to be considerate, to be well behaved, for children to be able to control their impulses, have self-control. They need to be able to have mixed feelings. Damit Kinder in die Lage versetzt werden, sich gut zu benehmen und trotz Herren ihrer Impulse zu werden, brauchen sie eine ganz bestimmte Fähigkeit. Sie müssen nämlich gemischte Gefühle empfinden können. The secret of any self-discipline is to be able to have conflicting feelings at one time. Das Geheimnis jeder Selbstdisziplin besteht darin, dass wir in der Lage sind, widersprüchliche Gefühle gleichzeitig zu fühlen. To be capable of work is to feel both the unpleasantness of work and the desire for the result. Zum Beispiel das Prinzip der Arbeit beruht darauf, dass wir in der Lage sind, gleichzeitig zu fühlen, das macht jetzt nicht so Spaß, aber wir möchten gerne das Ergebnis haben. To be capable of well-tempered behavior in a relationship, you have to both feel your frustration as well as your affection. Und um in einer Beziehung sich ausgeglichen zu verhalten, müssen wir in der Lage sein, sowohl unsere Frustration zu spüren und gleichzeitig aber auch unsere Zuneigung. Young children can't do this. 3- and 4-year-olds aren't capable of this. They can't say, part of me feels this way, part of me feels that way. I am rather conflicted today. I feel ambivalent. I am of two minds. Die Kinder können das einfach noch nicht. 3- und 4-Jährige können nicht sagen, ja, einerseits fühle ich so, andererseits so, aber ich habe da gemischte Gefühle und ich liege im Widerstand mit mir selber. This capability doesn't even begin until 5 years of age. Diese Fähigkeit beginnt frühestens mit dem 5. Lebensjahr. And it takes time for this to develop. And there's a whole part of the brain that is committed to this, the prefrontal cortex of the brain, where it mixes the conflicting emotions, and that is the key to self-control and considerate behavior. Es braucht Zeit, damit sich das entwickelt. Es gibt einen ganzen Gehirnteil, der dafür reserviert ist, die präfrontale Hirnrinde, und die eben so wie ein Mischbecher das immer zusammenfügt. So when your 4-year-old is frustrated with you, says, I want a new mommy, I hate you, get out of my life, it doesn't mean they don't love you. What it means is that they're not able to have mixed feelings, that they forgot that they loved you. Also wenn so 4-Jährige sagen, ich will eine andere Mama, ich hasse dich, du bist blöd, dann bedeutet das nicht, dass sie uns nicht lieben, sondern dass sie in dem Moment vergessen haben, dass sie uns lieben. 3 minutes later, they may be cuddly, affectionate, full of hugs, and then they forgot that they were mad at you. Und 3 Minuten später sitzen wir auf dem Schoß und küssen uns und vergessen völlig, dass sie noch so wütend auf uns waren. You might have a spouse like this. Vielleicht ist es auch mit ihrem Partner so. There's no guarantee that we'll grow up. Es gibt nämlich keine Garantie dafür, dass wir erwachsen werden. But the key to self-discipline, the key to courage, is the key to self-control, is the ability to experience conflicting impulses simultaneously. Also der Schlüssel zu dieser Reife und der Schlüssel zum Mut und zu Selbstkontrolle und Selbstbeherrschung ist eben die Fähigkeit, diese widersprüchlichen Gefühle gleichzeitig zu spüren. But you notice nature's answer to this, nature's answer to impulsive behavior, nature's answer to frustration, nature's answer to fear is not to cut it out, but to add another element in. Aber der Weg der Natur, um mit dieser Impulsivität umzugehen und um mit Frustration umzugehen und mit all diesen Dingen, besteht nicht darin, etwas auszumerzen, sondern etwas hinzuzufügen. We say to young children, don't be afraid. Or we say to, don't hit. Or cut it out.
And we're continually saying to them to cut it out when nature's answer is not to cut anything out in this way, but to add what would be the answer to this impulse. Wir sagen zu unseren Kindern immer, was sie nicht machen sollen und lass das und sei nicht so gemein und schlag deine Schwester nicht und so weiter, wo aber in Wirklichkeit die Antwort der Natur eben nicht das lass das ist, sondern etwas anderes hinzuzufügen. So when a child hears you to say don't hit your sister, what they're hearing is don't be frustrated. Wenn wir zu unserem Kind sagen, schlag deine Schwester nicht, was das Kind dann hört, heißt, sei nicht frustriert. But sisters are frustrated. Aber Schwestern sind frustrierend. And there's nothing that can be done about that. Und daran kann man auch nichts ändern. And when you say to a child, don't be frustrated, don't be angry, don't be afraid, you're asking them to do something that's impossible. Wenn wir zu unserem Kind sagen, sei nicht frustriert, sei nicht wütend, sei nicht ängstlich, verlangen wir etwas Unmögliches. Nature never asks us to do this. It just gives us some time to get to each feeling. And then at 5 years of age, we call it between 5 and 7 years of age, it begins to make it possible that we can feel both our hits in us and our hugs in us. Die Natur verlangt sowas nicht von uns, sondern die gewinnt nur ein bisschen, spielt auf Zeit und dann zwischen dem 5. und 7. Lebensjahr fängt es im Idealfall an, sich zu mischen, sodass wir unsere Schläge und unsere Umarmungen gleichzeitig fühlen können, die wir in uns tragen. And so when a child can feel the tempering element, and temper in Latin means mix, when a child can feel the element that would mix, both his hugs for his sister and his hits for his sister at the same time, you can literally see, instead of impulsiveness, self-control beginning to form. Also wenn dann ein Kind in diesem Alter anfängt, gleichzeitig die Umarmungen, die er für seine Schwester in sich trägt, zu spüren und seine Schläge für seine Schwester, dann kann man das richtig sehen, wie dann in diesem Widerstreit aus der Impulsivität er dahin kommt, sich selbst zu beherrschen. And this is the same for us as adults. Sometimes we feel like hitting our children. Und es ist das Gleiche wie bei uns Kindern, bei uns Erwachsenen. Manchmal haben wir das Gefühl, wir möchten unsere Kinder am liebsten hauen. But there's 1,000 good reasons not to. Aber es gibt 1000 gute Gründe, das immer nicht zu tun. And so we have to be aware of that at the same time, or of our feelings of affection, or not wanting them to be afraid of us. Und die Kunst besteht darin, dass wir uns dieser Gründe gleichzeitig bewusst sind. Also, dass wir unsere eigenen Gefühle der Zuneigung bewusst sind und dass wir nicht wollen, dass sie Angst vor uns haben. Far too many parents are trying not to be upset with their children, not to be angry with their children, not to be frustrated. Manche Eltern versuchen, sich nicht über ihre Kinder aufzuregen, nicht wütend auf sie zu sein, nicht frustriert zu sein. But we get frustrated with the people we love the most. Aber wir sind am meisten frustriert mit den Leuten, die wir am meisten lieben. The problem is not in getting frustrated, the problem is in forgetting we love them. Das Problem liegt nicht darin, dass wir frustriert sind über Leute, die wir lieben, sondern dass wir vergessen, dass wir sie eigentlich lieben. And that's where we need a well-developed prefrontal cortex, but this takes a long time to develop. Und dafür brauchen wir diese gut entwickelte präfrontale Hirnrinde und bis die sich entwickelt, das braucht eben sehr viel Zeit. So when we say it's okay, you can be frustrated with your sister, it's okay, you can be upset at this. Also was wir sagen ist, es ist okay, du darfst frustriert über deine Schwester sein, du kannst dich über sie aufregen. But the challenge is when they're old enough to know, but I also know it's true that you love your sister, or you don't want to get into trouble, or you would like that something else exists that is the answer to this. Aber wenn sie dann eben alt genug sind, dann können wir gleichzeitig ihnen nahebringen, ja, ich weiß aber auch, dass du deine Schwester lieb hast und dass du auch keine Ärger bekommen möchtest und dass du gerne eine Lösung finden möchtest, die anders aussieht. And so our goal should be to be a well-tempered husband, a well-tempered teacher, a well-tempered father, a well-tempered mother. Also wir leben ihnen dann eben vor, einen ausgeglichenen Vater, eine ausgeglichene Mutter, Lehrer und so weiter. This is to be well-disciplined, self-disciplined, able to impose order on my own behavior. Und das bedeutet, dass wir Selbstdisziplin haben und in der Lage sind, mein eigenes Verhalten, meinem eigenen Verhalten Ordnung aufzuerlegen. So when we practice our mixed feelings, when we practice, part of me feels this way and part of me feels that way, I can feel my alarm but also my desire. I can see the dragon but also the treasure. I can feel affection but also frustration.
this is the beginning of the capacity for self-control. Also wenn ein Kind in die Lage kommt, oder insgesamt ein Mensch in die Lage kommt, diese ganzen Dinge unterschiedlich gleichzeitig zu fühlen, also den Drachen und den Schatz, auf dem er sitzt und meine Zuneigung und meine Frustration, das alles gleichzeitig, das ist der Schlüssel. When we take pictures of the teenage brains, where they show no capacity for mixed feelings, no capacity for impulse control, their prefrontal cortex is still the same size as a 4-year-old's. Und wenn wir eben bei gewalttätigen Jugendlichen, die keine Mitgefühle und all diese Dinge zeigen, das Gehirn untersuchen, dann haben die eine präfrontale Hirnrinde, die genauso aussieht wie bei vielen. This is an amazing solution to impulsiveness. Und diese Lösung für Impulsivität, dieses Mischen, ist eine unglaublich erstaunliche Lösung. An amazing solution to a lack of self-control. Es ist auch eine wunderbare Lösung für fehlende Selbstbeherrschung. And again, this is true for every single one of us. Und das gilt für jeden Einzelnen von uns. The answer is not in managing not to be frustrated. The answer is that there is, on the other hand, I feel I feel my affection or my concern or whatever it is as well. Die Antwort liegt nicht darin, dass wir es schaffen, nie frustriert zu sein, sondern dass wir es schaffen, dieses andererseits auch dabei zu haben. Andererseits ist da auch Zuneigung oder Sorge oder worum es halt geht. So we shouldn't expect younger children to be able to do this. Wir sollten von kleineren Kindern nicht erwarten, dass sie das schon können. And if a child shows no evidence of mixed feelings, it means that their development is stuck and they don't have the capacity for that kind of self-control. Und wenn ein älteres Kind keine gemischten Gefühle zeigt, dann bedeutet das, dass seine Entwicklung da stecken geblieben ist und dass es diese Kapazität für Selbstkontrolle einfach im Moment nicht hat. And so we need to support that process, and I'll talk more about that later on too. Support the process of finding the conflicting feelings inside of them, that they have some hugs in them and some hits in them as well, that they want to get even, but they don't want to hurt the other person. Und deswegen ist unsere Aufgabe dann eben diesen Entwicklungsprozess zu fördern und ihnen zu helfen, zu dieser Mischung zu finden, dass sie eben einerseits Schläge in sich haben, aber auch Umarmungen und dass sie einerseits Rache wollen, aber andererseits auch niemanden verletzen und so weiter. And if we could get over our focus on behavior, wanting to go to instant results, again, like good intentions, we could see they must be able to have their feelings before their feelings will mix. Auch hier geht es wieder darum, dass wir nicht die ganze Zeit uns auf sofortige Ergebnisse und Erfolge fokussieren, sondern bevor sie ihre Gefühle mischen können, müssen sie eben die Möglichkeit haben, sie auch zu fühlen. So in this way we're not trying to get them to like going to school, like doing their homework, like various things. It's just that's not the only thing to consider. Also es geht nicht darum, dass wir irgendwie hinkriegen müssen, dass sie gerne zur Schule gehen oder gerne Hausaufgaben machen oder gerne bestimmte Dinge tun, sondern dass sie erwägen, dass es außerdem, dass sie es nicht gerne tun, auch noch andere Gesichtspunkte gibt. This is the very essence of maturation, is to be able to delay reinforcement, to work towards a goal. Und das ist die Essenz der Reifwerdung, dass wir in der Lage sind, eben auf Sofortergebnisse zu verzichten und auf ein Ziel hinzuarbeiten. So to review this, again, look at the list. Why are some children naturally well behaved? What are the traits that are involved in this? Also, wenn wir uns nochmal anschauen, warum benehmen sich manche Kinder von selbst gut? Welche Eigenschaften sind das? And the answer is at its simplest way, most profound way, simply because nature has been able to have its way with these children. Dann ist die ganz einfachste Antwort darauf wirklich einfach, weil bei ihnen alles naturgemäß ablaufen kann. Nature has a plan, and if we support it, we put our trust in that plan, we will get well-behaved, considerate, caring, cautious, concerned children. Die Natur hat einen Plan und wenn wir den unterstützen und da uns einfügen, dann kriegen wir Kinder, die sich gut benehmen, die rücksichtsvoll sind, die vorsichtig sind, die aufmerksam sind. It's not all up to us. We don't have to figure out how to be able to get behavior. All we need to do is understand how to cultivate these traits from which good behavior comes.
Also es geht nicht darum, wir müssen gar nicht rausfinden, wie kriegen wir das hin, dass sie sich so und so benehmen, sondern wir müssen nur dafür sorgen, dass sie diese Eigenschaften entwickeln können, die dann die Grundlage für das Benehmen sind. So our job more as parents is to make sure that we make it easy for them to fall deeply into attachment with us. They're attached to the adults who are responsible for them, and these attachments are socially appropriate. Also was unsere Hauptaufgabe ist, dass wir es den Kindern leicht machen, sich ganz tief an uns zu binden, dass wir ihnen helfen, sich an andere verantwortliche Erwachsene zu binden und dass diese Beziehungen gesellschaftlich angemessen sind. And children can't mix emotions they don't feel. They must have a soft heart, not a hardened heart. And this is one of the great concerns with troubled kids, because when they don't have the feelings, when they're lost the feelings, of course there's no impulse control. Und das ist das Problem bei verhaltensschwierigen Kindern. Damit sie die Gefühle mischen können, müssen sie eben ein weiches Herz haben, um ihre Gefühle fühlen zu können. Und wenn sie aber gepanzert sind, dann können sie das nicht fühlen und dann können sie auch nie darüber die Beherrschung erlangen. So much more of a concern, rather than behavior being our ultimate concern, it should be the building blocks of that. And of utmost importance here is for a child to be able to feel his tender feelings. Also anstatt uns die ganze Zeit mit dem Verhalten abzugeben, sollten wir wirklich unser Augenmerk auf diesen Prozess richten und darauf, dass das Kind in der Lage ist, wirklich seine Gefühle zu spüren. I'll give you an example here of this. I had parents who came to me who were very, very concerned about their 5-year-old who was a very intense, sensitive boy who was hitting his sister. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es kamen mal Eltern zu mir mit einem ganz sensiblen und intensiven Kind, Samir, der ganz nett war, aber er schlug seine Schwester. The parents were at a loss about where this came from. They said, our children don't watch television. There is no exposure to outside violence. They were peace-loving parents. We don't understand where this comes from. Und die Eltern waren ganz ratlos und sagten, wir gucken kein Fernsehen und die Kinder sehen nie Gewalt und erfahren sie auch nicht und wir wissen überhaupt nicht, wo das herkommt. I assured them that the instinct is completely normal and natural to hit one's sister. Und ich habe ihnen versichert, dass es ein ganz normaler und natürlicher Instinkt ist, seine Schwester hauen zu wollen. Again, sisters are highly frustrating, even older ones. Selbst ältere Schwestern sind nun mal sehr frustrierende Geschöpfe. So I asked the parents some questions. I said, tell me, is he able to feel his sadness when things do not work? Also habe ich die Eltern gefragt, sagen Sie, ist er in der Lage, wenn das nicht funktioniert, seine Trauer zu spüren? And does he love his sister? Und liebt er seine Schwester? And they assured me that yes, he can feel his sadness, but it takes a bit of time. Und sie sagten mir, ja, er kann seine Traurigkeit spüren, das dauert manchmal ein bisschen. And he absolutely loved his sister. Und er liebt seine Schwester eigentlich über alles. So I said, well, that assures me that his heart is soft and he has all the right emotions that would need to mix. Also, dann war ich sicher, sein Herz war weich und er hatte alle Gefühle, die sich noch mischen mussten. But I said to him, I can see that your boy is very intense and very sensitive, and big feelings are much harder to mix than small feelings. Ich habe den Eltern gesagt, naja, ich sehe schon, ihr Sohn ist sehr intensiv und fühlend und sehr sensibel und intensive Gefühle sind viel schwerer zu mischen als oberflächlichere. So I said, rather than between 5 and 7 years of age, it might actually take a bit more time for nature to be able to deal with this. Also bei ihm könnte es unter Umständen ein bisschen länger brauchen, als dass es zwischen dem 5. und 7. Lebensjahr passiert, damit die Natur das Mischen hinkriegt. Meanwhile, we'll need to find something else to hit. In der Zwischenzeit müssen wir halt irgendwas anderes finden, was erschlagen kann. His frustration is there, but we're going to help him have to find some other expression of attacking energy. Und wenn seine Frustration da ist, müssen wir ihm helfen, einen anderen Ausdruck für seine Angriffsenergie zu finden. I had a lovely interview with Amir. I first of all developed some rapport with him. I shared with him that I had a younger sister too, and she was very frustrating. Und ich hatte ein wunderbares Gespräch mit Amir, mit dem kleinen Jungen, und wir haben erstmal über Schwestern gesprochen und ich habe ihm erzählt, dass ich auch eine kleine Schwester habe, dass sie auch sehr frustrierend war. I was giving him his permission for his frustration, you see, and that is where you have to start. You must always give permission for the feelings a child has, because otherwise you're not starting with the answer.
Und damit habe ich ihm die Erlaubnis für seine Frustrationsgefühle zu geben. Und das ist der Punkt, wo wir immer anfangen müssen. Wir müssen dem Kind die Erlaubnis geben, die Gefühle, die es hat, zu haben, denn nur dann kann es sie auch fühlen und irgendwann mischen. If it seems that if it seems to the child that, again, what you're saying to them is don't be frustrated, don't be afraid, don't be angry. They never get to the solution in which they are okay with frustration, but there's another feeling that is as salient as well. Und wenn wir ihnen immer nur die Gefühle verbieten und sagen, hab keine Angst und sei nicht frustriert, sei nicht wütend, dann kommen sie nie an diesen Lösungspunkt, wo sie frustriert sind und aber noch andere Gefühle auch haben können. So Amir told me about how frustrating his sister was, and I had asked him, "Do you ever have hits in you for his sister?" "Oh, yes!" And I got story after story after story. Und Amir erzählte mir dann also sehr ausführlich, wie frustrierend und furchtbar seine Schwester war. Und ich fragte dann, ja, hast du manchmal Schläge in dir für deine Schwester? Oh ja, sagte er und erzählte dann ausführlich. And I changed the subject and I talked about something else so his brain could go into neutral. Also ich habe dann das Thema gewechselt, über irgendwas anderes geredet, sodass sein Gehirn auch da abschalten konnte. And then I went to talk about my sister and how much I loved her, and I asked him if he ever had any hugs in him for his sister. Und dann habe ich wieder von meiner Schwester erzählt und wie lieb ich die hatte und habe ihn gefragt, ob er auch manchmal Umarmungen für seine Schwester in sich hätte. "Oh, yes," he said, and then told me all the stories about how he loved his sister. Und er sagte, ja, und dann fing er an zu erzählen, wie lieb er seine Schwester hätte. Then I changed the subject again, and so his brain could go back into neutral. Also, dann ist sein Gehirn wieder auf Neutralität gegangen, ich habe das Thema gewechselt. And then I said, "Amir, tell me, when you have hits in you for your sister, do you ever remember that you have hugs in you as well?" Und dann habe ich gesagt, Samir, sag mal, wenn du Schläge in dir hast für deine Schwester, denkst du dann jemals daran, dass du auch Umarmungen für sie in dir hast? And his big brown eyes opened even wider. He looked at me with this look of incredulity. He said, "That would never happen to me." Und er guckte mich dann mit seinen riesigen braunen Augen an und sagte, das würde mir nie passieren. I called his parents in and I assured him that all was well. Ich habe seinen Eltern dann gesagt, es ist alles im grünen Bereich. That it would indeed happen to him. We could make a follow-up appointment in 6 months, but it would indeed happen to him. Und dass es ihm eines Tages passieren würde, vielleicht wird es noch ein halbes Jahr dauern. And as I said, in the meantime, we will work at helping him find another way to get his frustration out. Und in der Zwischenzeit müssen wir ihm helfen, einen anderen Weg zu finden, seine Frustration loszuwerden. But he is not yet capable of self-discipline, of self-control, of impulse control, because he has no prefrontal cortex capacity. Aber jetzt kann er noch nicht zur Selbstbeherrschung finden und diesen gemischten Gefühlen, seine präfrontale Hirnrinde ist dazu einfach noch nicht in der Lage. So I said to them, call me when you find the first sign of mixed feelings in him, when he can say, part of me feels this way and part of me feels that way. I'm really excited about this, but I'm a bit nervous too. Anything with mixed feelings. Und ich habe dann gesagt, rufen Sie mich an, wenn er zum ersten Mal wirklich gemischte Gefühle zeigt. Also wenn er sagt, oh, ich bin so begeistert dafür, aber ich habe auch ein bisschen Angst oder irgendwas, was Mischung anzeigt. And I assured them that when they see that sign, it will be a sign for him that now he is developing the most incredible trait of all, the ability for self-control, for self-discipline, which is something that absolutely resolves the issue of impulses. Und ich habe Ihnen versichert, in dem Moment, wo das anfängt, ist praktisch die Lösung da für diese gemischten Gefühle und das ist die Auflösung für Impulsivität und so They weiter. actually canceled their follow-up appointment because he came to his mixed feelings earlier than was expected. Also sie haben dann den Folgetermin schon abgesagt, weil er seine gemischten Gefühle eher als erwartet entwickelt hatte. So the attachment needs, for this to happen, again, why are some children naturally well behaved? Because nature has been able to have its way with these children. Ja, das versteht, warum benehmen sich manche Kinder selbst gut, weil bei ihnen alles naturgemäß ablaufen kann. And our work is to do the support work, the foundation work. Again, to be able to fulfill the attachment needs, to keep the relationships
strong and to make sure that our children have soft hearts. Und unsere Aufgabe ist eben dafür die Grundlage zu bieten, indem wir ihnen helfen, eine tiefe Bindung zu uns zu entwickeln und sicherzustellen, dass ihre Herzen weich bleiben. So on the other hand, if a child is having difficulty staying out of trouble, then one or more of these developmental traits is missing. Also wenn ein Kind Probleme hat, Ärger zu vermeiden, fehlt mindestens eine der folgenden Entwicklungseigenschaften. And again, just list these traits, wants to be good for those responsible, easily alarmed and therefore moved to caution, feels futility when it is encountered. Ja, Sie können das einfach lesen. Appropriate, socializing attachments, well-intentioned and well-tempered. Every single child has this potential. This is possible for every child. Jedes Kind hat das Potenzial, diese Eigenschaften zu entwickeln. Das ist für jedes Kind möglich. These traits for good behavior are not in themselves the result of discipline, but rather of healthy development. Diese Eigenschaften sind nicht in sich selber eine Folge von Disziplin, sondern von gesunder Entwicklung. These are the traits that we should be playing midwife to. Das sind die Eigenschaften, die wir haben wollen. And children with these traits are well behaved, regardless of the discipline that has been used. Und Kinder mit diesen Eigenschaften benehmen sich gut, egal welche Disziplinierungsmethode bei ihnen angewandt wird. And many parents will say, well, my child is well behaved because I did this or that or the other thing. Und manche Eltern sagen, ja, mein Kind benimmt sich gut, weil ich dies oder das oder jenes getan habe. This or that or the other thing is not why they are well behaved. Aber das ist nicht der Grund. They are well behaved because they have developed the traits that support good behavior. Sie benehmen sich gut, weil sie die Eigenschaften entwickelt haben, die gutes Benehmen unterstützen. So we give credit to the wrong things. We give credit to the things that we do rather than credit to nature to grow our children up. Also wir machen dafür das Falsche verantwortlich und denken, das war das, und in Wirklichkeit ist es das Verdienst der Natur und nicht das Verdienst unserer Methoden. And likewise, children without these traits will tend to have problem behavior regardless of the form of discipline that is used. Und Kinder ohne diese Eigenschaften haben Verhaltensprobleme, egal welche Disziplinierungsmethode benutzt wird. I'm going to get to the next. Let me go through the conclusions here, and then yes. Also ich gehe jetzt zum Schlussfolgerung. So just conclusions. Nature has a plan for good behavior, and we should put our trust in it. Die Natur hat einen Plan für gutes Verhalten, darauf sollten wir vertrauen. When the developmental traits for good behavior exist, the child has little need for heavy-handed discipline. Wenn die Entwicklungseigenschaften für gutes Verhalten da sind, braucht es keine Knopfstrenge. When the developmental traits for good behavior do not exist, all the discipline in the world cannot fix this. Wenn die Entwicklungseigenschaften dafür nicht vorhanden sind, nützen alle Disziplinierungsmaßnahmen nicht. Behavior problems that perseverate are usually the result of a lack of developmental traits for good behavior. Dauerhafte Verhaltensprobleme stammen eben meist aus dem Fehlen dieser Eigenschaften. And instead of asking what to do when, we should be asking what is missing in the child that is making it so difficult for him or her to stay out of trouble. Und anstatt zu fragen, was mache ich wenn, sollten wir die Frage anders formulieren, was fehlt bei diesem Kind, dass es für das Kind so schwer ist, sich gut zu benehmen. Now I want to skip over the next slide. Okay. Also das nächste Bild wird jetzt Are we out of weglassen. sync? So we go there, but I'm going over there, so I have to. Also wir schauen uns noch rein. Close your eyes. Schließen die Augen. You're not well attached enough, your eyes are so open. Sie sind nicht genug an mich gebunden, ihre Augen sind immer noch offen. Okay, I'm going to, no, that's not the right one. This is
I am trying to figure out what machine controls what. And this machine controls this. That's the one I want. Okay, jetzt sind wir richtig gefüllt. Okay, I think, are we on? Okay. I'm going to go very briefly over now the discipline methods to avoid and why. This is a critique of current discipline practices. I want to spend most of the time on what the answers are, not the critiques. Ich will mich jetzt nicht zu lange mit der Kritik aufhalten, weil ich die meiste Zeit für die Antworten verwenden will. But I need to address this because these two practices, consequences, and timeouts have become today's panacea for all problem behavior. Aber ich muss das kurz ansprechen, denn Konsequenzen und Auszeiten werden heute als Allheilmittel gesehen. And the reason for this is that the American Pediatric Society has recommended these as the alternative to spanking. Und der Grund dafür ist, dass die Kinderärztliche Vereinigung in den Vereinigten Staaten irgendwann angefangen hat, das zu empfehlen als Ersatz fürs Hauen. In the United States, pediatricians are in charge of parenting practices rather than culture or tradition. Also in den Vereinigten Staaten haben eben die Kinderärzte die Verantwortung für Erziehungsempfehlungen. It's much different here in Europe, where culture plays a far stronger role. Und hier in Europa spielt die Kultur noch eine viel größere Rolle. And so when spanking became a movement to make it illegal, then the pediatricians of the United States were commissioned to come up with some alternative things for parents to do. Und als es dann eben Bestimmungen gab, dass Gewalt gegen Kinder, körperliche Züchtigung illegal werden sollte, mussten die Kinderärzte was finden, was man den Eltern stattdessen empfehlen konnte. And the pediatricians there, in that day, which was over 10 years ago now, and still today, are completely uninformed by developmental science. Und die Kinderärzte sind und waren damals ungefähr 10 Jahre her vollkommen uninformiert über Entwicklungsforschung. So they simply recommended practices that they believed would keep children safe. Also haben sie einfach die Praktiken empfohlen, von denen sie glaubten, dass die Kinder damit außer Gefahr seien. So I want to briefly look at alarm-based methods, where we naturally raise our voice, give warnings, threats, scaring a child, contracts, and ultimatums. Also wir schauen die auf alarmbasierende Methoden an, wo wir die Stimme erhoben, warnen, drohen, ängstigen, Ultimatum setzen. And then briefly look at separation-based methods. This includes timeouts, isolation, feigning separation, threatening separation, love withdrawal, silent treatment, shunning, tough love, excommunication. Also auf Trennung basierende Methoden, Auszeiten, Isolierung, Trennung vortäuschen oder androhen, Liebesentzug, Schweigen, Ausgrenzen, harte Handverbannung. And then consequences, and I don't mean consequences here as just life. Life is full of consequences. I mean when this becomes the way of trying to manage a child's behavior. So consequences as a discipline practice. Also mit Konsequenzen meine ich nicht die natürlichen, naturgesetzlichen Konsequenzen, von denen das Leben voll ist, sondern wenn Konsequenzen eben als Disziplinierungsmethode angewandt werden. And this involves primarily the imposing sanctions or withdrawing privileges when the child's actions are conveyed to be the cause of the problem. Also Strafen oder Entzug von Privilegien, wobei dem Kind vermittelt wird, dass seine Handlungen die Ursache sind. First of all, just briefly on alarm-based discipline practices. Also kurz zu alarmbasierenden Methoden. The essential problem with alarming a child is that it can evoke a sense of vulnerability for a child that is too much to bear. And it triggers defenses in the brain to reduce that vulnerability. Das Kernproblem ist eben, wenn wir ein Kind in Alarm versetzen, dass dies ein unerträgliches Gefühl der Verletzlichkeit auslösen kann und damit dann Panzerungen im Gehirn ausgelöst werden, damit die Verletzlichkeit, die so unerträglich ist, nicht gefühlt wird. By alarm-based practice, we mean anything that is supposed to raise alarm in a child, like raising one's voice,
or you'll be the death of me, or watch out, if you do that, bad things will happen. Anything that involves trying to alarm the child. Also mit Alarmmethoden meine ich eben alles, wo wir das Alarmsystem des Kindes antriggern, zum Beispiel wenn wir sagen, du bringst mich um, du machst mich verrückt oder pass auf, wenn du das machst, wird was Schlimmes passieren oder eben immer dieses Alarmierende. Some of the more typical ways is that we push a child's face into separation. I can't be your friend if you're going to be like that. Nobody's going to like you if you act like that. Eine häufige Methode mit Alarmierung ist, dass wir das Kind mit Trennung konfrontieren. Ich kann nicht dein Freund sein, wenn du das machst. Jemand wird dich gern haben, wenn du dich so verhältst. Solche Dinge. And again, the big issue here is that children can only take, the alarm system is very fragile, so there's a very narrow window of functioning. Children can easily become defended against this. Und das Problem ist eben, dass unser Alarmsystem so empfindlich ist und nur in einem bestimmten schmalen Fenster funktioniert und es leicht passiert, wenn wir zu viel alarmieren, dass es dann eben gepanzert wird. For instance, when you raise your voice, give me a good Swiss name. Hans. But you have to say it with raising voice. Hans! Right? Also wenn wir zum Beispiel unser Kind... And what you want to see is his eyes quivering a little bit. The alarm system goes on. Dass wir dann, wenn wir sagen, Hans, wollen, ist, dass wir sehen, dass seine Augen ein bisschen gucken und dass er alarmiert ist. See, and if it is working properly, the alarm has the highest priority in the attentional system. So it just rivets his attention, and he is asked, what's wrong? Ja, und eigentlich ist das Gehirn so eingerichtet, dass das Alarm natürlich immer höchste Priorität hat. Das heißt, wir haben dann sofort seine ganze Aufmerksamkeit. Was ist? And of course, then you fill it in. Watch out, you're asking for trouble. If you head in that direction, you're going to be sorry. Und dann können wir unsere Anweisungen geben und sagen, pass auf dich kommt Ärger zu, wenn du in die Richtung gehst, dann wird es dir leid tun. But what if Hans is a sensitive lad? What if he has already become defended against vulnerability? What if he no longer can say, I'm scared and I'm nervous? Aber was ist, wenn Hans ein sehr sensibles Kind ist und sich bereits panzern musste gegen seine Verletzlichkeit und gar nicht mehr sagen kann, ich habe Angst, ich bin nervös? Then when you raise your voice, you notice his face actually goes wooden, his eyes stare or they look slightly away. Dann passiert was ganz anderes, dann wird nämlich sein Gesicht wie steinern und seine Augen werden starr und oft guckt er dann auch woanders hin, guckt uns nicht mehr an. Sure signs that he's already defended against alarm. Und das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass er bereits gegen Alarm gepanzert ist. And sure signs that explain why he is less careful, less cautious, less concerned, less conscientious. Und das ist auch ein sicheres Zeichen dafür, warum er bereits weniger vorsichtig ist, weniger rücksichtsvoll, weniger reuig. And so we have no instincts to deal with this, you see. If we don't have the effect we were meant to have, that is his eyes and his asking, what's wrong? We start yelling louder. Und für diesen Fall, dass das Kind schon gepanzert ist, haben wir keinen Instinkt, sondern wenn wir das, was wir eigentlich hervorrufen wollten, dass das Kind nämlich so, was ist, macht, wenn das nicht passiert, dann ist unser Instinkt, es noch näher zu machen und noch lauter zu schreien. I can always tell when I have a parent with a child who's become defended against alarm, because it almost always makes a yeller out of them. Und ich kann immer sagen, sehe sofort, wenn Eltern ein Kind haben, was gepanzert ist gegen Verletzlichkeit, denn dann werden aus den Eltern Schreieltern, die ganze Zeit schreien. And that's why it's so important to know this, to understand this, is that we must never overwork the alarm. We must save it for when we really need it. We always must make sure that we're not the source of the alarm. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir verstehen, dass wir dieses empfindliche Alarmsystem nicht überfordern dürfen, dass wir uns dieses Alarmierende für wirklich wichtige Dinge aufsparen und dass wir damit eben vorsichtig umgehen. We need to keep the alarm in good working order because it is what helps a child keep out of trouble. Und es ist ganz wichtig, dass das Alarmsystem gut funktioniert, denn das hilft dem Kind, Ärger und Probleme zu vermeiden. So let me review here. Alarming a child is natural and instinctive.
but it should be done with great moderation and consideration to what a child can bear. Also es ist natürlich und geschieht instinktiv, dass wir unser Kind alarmieren, aber wir sollten sehr vorsichtig sein und berücksichtigen, was ein Kind ertragen kann. Secondly, if it's used to control behavior, it should be done in such a way that parents and teachers are never the source of fear and always a safe haven. Und zweitens, ganz wichtig, habe ich vorhin nicht übersetzt, wenn Alarmierung zur Verhaltenslenkung verwandt wird, dann sollten die Eltern und Lehrer nie die Quelle der Furcht sein, sondern der sichere Hafen. The first parenting practices that were written up were actually written up in Germany in the turn of the last century, and they were written up to help parents use alarm to control behavior. Die ersten Erziehungspraktiken, die jemals aufgeschrieben wurden, waren im Ende des vorletzten Jahrhunderts, und zwar in Deutschland. Und es waren Erziehungspraktiken, die den Eltern helfen sollten, ihr Kind in Alarm zu versetzen. According to Alice Miller, who wrote this up, she said, especially with German boys, the alarm was constantly used. If you masturbate, you'll go blind. You'll be the death of your mother. Don't make a face like this, it will stay like that. And all kinds of fear-based things. Und die Forscherin, die darüber gearbeitet hat, hat gesagt, dass gerade deutsche Jungen die ganze Zeit in Alarm versetzt wurden. Wenn du masturbierst, wirst du blind und du wirst deine Mutter noch ins Grab bringen und mach nicht so ein Gesicht, sonst bleibt es so und all diese Dinge. And with these sensitive German boys, the alarm, any time the alarm comes from mom and dad and it's intentional, it goes way over the top, and all nature could do is put them into a flight from vulnerability. Und für einen sensiblen deutschen Jungen geht diese Alarmierung natürlich weit über das hinaus, was er aushalten kann. Und die Natur reagiert darauf, indem sie eine Panzerung aufrichtet. And according to Alice Miller, she actually sees the roots of the First and Second World War in the parenting practices that preceded it. Und Alice Miller, diese Forscherin, sieht sogar die Ursachen für den Ersten und Zweiten Weltkrieg in dieser Art Erziehungspraktiken. So it has been overused. The most positive example of a culture who has used alarm to manage children is Bali in Indonesia. Das positivste Beispiel, was ich kenne für den Gebrauch von Alarm zur Erziehung von Kindern, habe ich auf Bali in Indonesien erlebt. Alarm is a basic way of behavior discipline there, but when a child is born, they designate a certain member of the extended family to be the one that will scare the child. Also sie arbeiten auch viel mit Alarm, aber wenn ein Kind zur Welt kommt, dann wird eine Person aus der Großfamilie bestimmt, die dafür zuständig ist, das Kind in Alarm zu versetzen. And they always represent the parents as being the safe haven. They answer to alarm. So as long as they stay close to their parents, they're safe. Also und die Eltern haben dann die Möglichkeit, sich zu repräsentieren als der sichere Hafen, wo das Kind hinlaufen kann. Und solange es sich an die Eltern hält, ist es sicher. That is bearable. A child can bear that. Und das ist natürlich sehr praktisch. So we must not be the source of fear for our children. Wir dürfen nicht die Quelle von Furcht sein für unsere Kinder. And especially if a child has lost access to alarming feelings and thoughts, can't say I'm scared. Now we must refrain from yelling, from trying to increase our attempts to scare such a child, because it will become counterproductive. Und besonders, wenn ein Kind schon gepanzert ist und nicht mehr sagen kann, ich fürchte mich und diese Dinge, dann sollten wir auf diese alarmierenden Praktiken verzichten, weil sie dann ja gar nicht mehr das tun können, was wir wollen. And if this should happen, then you have to change all your tactics to being able to use non-alarming scripts. Und wenn das passiert, dann müssen wir unsere gesamte Taktik ändern und dürfen auf keinen Fall alarmierende Verhaltensweisen benutzen. In Vancouver, we are waiting for the big earthquake. In Vancouver warten wir auf das ganz große Erdbeben. We have to prepare our population for this because scientists say it's inevitable. Wir müssen die Bevölkerung darauf vorbereiten, denn die Wissenschaftler sagen, es ist unausweichlich, es kommt irgendwann. In fact, many think it is long overdue and it is going to have a devastating result on our city. Also es ist sogar schon lange überfällig und es wird eine verheerende Auswirkung auf unsere Stadt haben. But we can't tell our children about this because it's too scary. Aber wir können unseren Kindern nicht davon erzählen, denn es würde ihnen zu viel Angst machen. It's something far greater than they can handle. Das ist viel größer, als womit sie fertig werden können.
So every year we practice earthquake drills in every school, and they just do it as a game, and they're all scripted behavior. When the earth starts to move, then they have, this is what you do first, this is what you do second, this is what you do third. Also deswegen machen wir jedes Jahr in Vancouver Erdbebentrainings, wo ihnen spielerisch in Form eines Spiels eben vorgegeben wird, wenn die Erde anfängt sich zu bewegen, dann mach ich als erstes das und als zweites das und als drittes das. And this is the way you do it. If you have a child who feels no fear, and so they'll cross the road without any sense of the danger involved. Also, und so müssen wir das machen. Wenn wir ein Kind haben, das seine Furcht nicht mehr spürt und also einfach blindlings über die Straße rennen würde, weil es eben keine Gefühle Zugang mehr hat. You build scripts and protocols. When you have a good attachment lead, you say, we come to the road, we look this way, we look that way, we see this, we see that, and then we proceed. But this is not alarm-based, this is protocol-based. Dann können wir dieses Kind ja nicht alarmieren, sondern stattdessen machen wir dann ein Protokoll, eine Handlungsanweisung. Und wenn die Bindung gerade gut ist, dann erklären wir ihm, wenn wir zur Straße kommen, gucken wir erst nach links und dann nach rechts und dann machen wir dies. Und das ist eben nicht alarmierend, sondern eine Handlungsvorschrift. And so for the real fears in life, we must find a way to be able to give the directions of what to do without scaring our children. Also für die wirklichen Gefahren im Leben müssen wir in der Lage sein, unseren Kindern Handlungsanweisungen zu geben, ohne ihnen Angst zu machen. Let me say something about separation-based methods. Jetzt spreche ich ein bisschen über auf Trennung basierende Methoden. I think I already included the list here and talked about that. The main trouble with separation-based methods, and timeouts is the main separation-based method. Also ich habe schon ein bisschen was davon erwähnt. Die größte Schwierigkeit mit auf Trennung basierenden Methoden und Auszeiten sind auf Trennung basierende Methoden. Is the experience of the child here is essentially one of separation from the parents, and as such can affect the child deeply and profoundly. Das Problem bei dieser Methode ist eben, dass das Kind sie als Trennung von seinen Eltern erlebt, und das ist etwas ganz Schreckliches für das Kind. In fact, this has the most profound impact of any experience for a child. Und das hat eine ganz tiefgreifende Auswirkung auf jede Erfahrung, die das Kind macht. And this applies to all separation-based discipline, including ignoring, silent treatment, threat of leaving, feigning leaving, bye-bye now, love withdrawal, the cold shoulder, ultimatums or warnings of separation, and of course shunning. Also das gilt für alle auf Trennung basierende Disziplinierungsmaßnahmen wie Ignorieren, Schweigen, Verlassen, Vortäuschung, ich gehe jetzt, oder Androhen, Liebesentzug, kalte Schulter zeigen, Ultimatum setzen oder Warnungen, gleich musst du ins Kinderheim, ächten und so weiter. Why this works is because when the limbic system, the emotional brain, evokes strong impulses for the pursuit of proximity. Und das funktioniert deswegen so gut, diese Disziplinierungsmethode, weil das limbische System in dem Moment, wo das Kind mit Trennung konfrontiert ist, einen ganz starken Instinkt hat, nämlich das Nähestreben. So if a child is attached, it immediately evokes, I'll be good, I'll try better, I promise I'll be good, I won't do that again. Also das Kind ist dann sofort total in Aufruhr und sagt, ja, ich mach's nie wieder, ich werde immer lieb sein und so weiter. So the first time that our wife, those of you men here, the first time our wife gives us the silent treatment for not agreeing with her on a certain matter. Also das erste Mal für diejenigen von Ihnen, die Männer sind, wenn unsere Frau uns die Schweigenbehandlung gibt, weil wir in irgendeinem Punkt nicht mit ihr übereinstimmen. That's a dreadful feeling, that feeling of being timed out. Das ist ein furchtbares Gefühl, wenn wir so von unserer Frau eine Auszeit kriegen. It evokes in us strong instincts to close the gap. Und das führt dazu, dass wir ganz starke Instinkte in uns erwecken fühlen, diese Lücke zu schließen. So we find ourselves wanting to make everything better, agreeing with her even when we didn't want to. Und wir wollen alles dann besser machen und stimmen ihr zu, auch wenn wir eigentlich das gar nicht so finden. So our wives think, oh, that worked, I should remember that trick. Und dann denkt unsere Frau, das funktioniert ja gut, das werde ich mir merken. What else can I do? Let's see. And you know, I'm going to withdraw bedroom privileges until you agree with my choice of wallpaper. Und dann sagt sie, was kann ich noch machen? Okay, also ich werde dir bestimmte Privilegien entziehen, bevor du mit meiner Tapetenwahl einverstanden bist.
The problem is, it only works a few times. Das Problem ist, es funktioniert nur zweimal oder dreimal. Because when we're attached to somebody, it hurts us so deeply when they withdraw the invitation for us to exist in their presence. Denn wir können niemandem vertrauen, der uns so tief verletzt, indem er uns die Einladung, in seiner Gegenwart zu sein, entzieht. It evokes deep defenses in a child, or even in an adult, to not be so close anymore, because being close sets them up for getting hurt by separation. Und wenn ein Kind oder auch ein Erwachsener eben jedes Mal, wenn er uns nahe ist, solchen tiefen Verletzungen ausgesetzt ist, dann weckt das ganz tiefe Panzerungen. And this is the problem. Even though its immediate effect is positive, and it works 3 or 4 times, it begins to backfire. Und das ist das Problem, auch wenn der unmittelbare Effekt positiv ist und es 3, 4 Mal funktioniert, irgendwann bewirkt es das Gegenteil. Now it does also evoke alarm, and that should move a child to caution. Die Konfrontation mit Trennung wirkt auch automatisch Alarm. But that in long term also is too vulnerable, and so defenses are evoked. Aber diese Alarmgefühle sind dann eben auch schnell zu verletzlich und dann gibt es da auch eine Panzerung. It can also evoke frustration. In fact, any time a child faces separation, it evokes pursuit of proximity, alarm, and frustration, but the child can only feel one thing at a time. Und gleichzeitig weckt die Konfrontation mit Trennung auch Frustration. Und es ist so, jedes Mal, wenn das Kind mit Trennung konfrontiert ist, wird sowohl Nähestreben als auch Alarm, als auch Frustration ausgelöst. Aber das Kind kann nur ein Gefühl zur Zeit spüren. So now we wonder why the child is becoming more anxious, hitting his sister, having more tantrums, and we don't relate it to the fact that we're pushing a child's face into separation. Also wir stellen dann fest, dass unser Kind vielleicht ängstlicher wird oder anfängt ständig seine Schwester zu schlagen und wir bringen das gar nicht damit zusammen, dass wir diese Alarm-Trennungsdrohungen benutzt haben, um Nähestreben hervorzurufen. And if we keep on doing this, the child becomes more and more defended. Und wenn wir das immer weitermachen, dann wird das Kind immer mehr gepanzert. It doesn't feel right to depend, and so the child develops a very alpha personality. Having to control, to be bossy, to be in charge. Es fühlt sich für das Kind nicht mehr sicher an, abhängig zu sein und deswegen entwickelt es dann eine sehr herrschsüchtige Persönlichkeit, Alpha. And the child, when facing so much separation from the parents, decides often that peers are a much safer place. Und wenn das Kind so viel Trennung von seinen Eltern erlebt, dann entscheidet das Gehirn, ach, jetzt binde ich mich ersatzweise an meine Gleichaltrigen. And a child starts losing his feelings, his vulnerable feelings, and also can't see can't stay out of harm's way. Und das Kind verliert seinen Zugang zu seinen verletzlichen Gefühlen und kann dann Problemen und Ärger nicht mehr ausweichen. So the impact of facing separation is profound. Also die Konfrontation mit Trennung hat einen ganz, ganz tiefgreifenden Auswirkung. So when we withdraw the invitation to exist in our presence until a child behaves, euphemized as timeouts. Also wenn wir dem Kind die Einladung, in unserer Gegenwart zu existieren, bis es sich richtig benimmt, entziehen und das beschönigen als Auszeit, the effect of this gradually builds and is completely counterproductive. Ist die Wirkung, die sich dann allmählich aufbaut, absolut gegen das, was wir eigentlich erreichen wollen. To review, again, it results in elevated pursuit and alarm. I think they can, should they just read it here? Realizing I need to go a little bit quicker before the break. The increased frustration typically erupts after frustration is restored and the feelings of alarm abate. It can evoke alpha instincts in defense, can lead to attachment voids, which in turn can become filled with competing attachments, can lead to a sense of vulnerability, too much to bear, resulting in defenses against vulnerability, and the resulting defendedness impedes the development of attachment, and thus the desire to be good, as well as the context required to raise the child. In other words, this was not safe. Also mit anderen Worten, das ist keine gefahrlose Methode. The pediatricians thought that if we can get the child into his room, the parents won't hit him. Die Kinderärzte dachten, als sie das empfohlen haben, wenn wir die Eltern dazu kriegen, dass sie das Kind auf sein Zimmer schicken, dann schlagen sie es wenigstens nicht. But if the parents can't control their impulses, then who should get the time out?
Aber wenn Eltern nicht ihre Impulse kontrollieren können, wer braucht dann eigentlich die Auszeit? See, it's us, if we are not able of disciplined behavior, that need to go to our rooms to be able to stay there until our mixed feelings come to us. Also wenn wir uns nicht mehr zusammenreißen können, dann sind eigentlich wir diejenigen, die auf unser Zimmer gehen sollten, um uns zu sammeln, bis wir wieder unsere gemischten Gefühle haben. I want to go to the last one now, consequences as a discipline method. Ich gehe jetzt zum Thema der Konsequenzen zur Disziplinierung. We have put a blind faith in consequences, which is basically a behavioral treatment for children. Also Konsequenzen sind eben ein Verhaltensmanagement für Kinder. And it's completely eclipsed some very important truths that need to be taken into consideration when engaging in this practice. Und es gibt etwas, was wir überhaupt nicht dabei berücksichtigen, wenn wir das tun. Again, let me repeat, there's nothing wrong with consequences in itself. Consequences are part of life. It's when we use this to try and manage a child's behavior. Also ich will nochmal darauf hinweisen, an Konsequenzen an sich ist nichts falsch, sie gehören zum Leben, aber sie sind nicht dafür geeignet, wenn wir sie benutzen, um das Verhalten des Kindes zu manipulieren. First of all, when we impose consequences, we're assuming that a child can control his behavior. Also der erste Punkt ist schon mal, wenn wir Konsequenzen verhängen, unterstellen wir, das Kind könnte sich auch anders verhalten, hätte die Kontrolle über sein Verhalten. We can't, much of our behavior we cannot control. Aber dabei können wir noch nicht mal bei uns selbst viel von unserem Verhalten, von unserem eigenen Verhalten nicht kontrollieren. This idea is based upon the construct that all behavior is instrumental, leading to a result. Diese Annahme, die wir da reinstecken, basiert auf der Unterstellung, dass alles Verhalten immer nur zweckgerichtet wäre, auf ein bestimmtes Ergebnis hin. But we now know that by far the majority of problem behavior comes from emotion. It comes from being stirred up and being moved to act in a certain way. Aber heute wissen wir, dass die ganz große Mehrheit von Verhaltensproblemen nicht zweckgerichtet ist, sondern aus tiefen Emotionen kommt, die geweckt wurden. So if our behavior, children's problem behavior, comes from emotion, we must be careful what we do in case we exacerbate that emotion. Also, und wenn das so ist, dass das Fehlverhalten der Kinder aus ihren Emotionen herrührt, dann müssen wir natürlich sehr vorsichtig sein, was wir tun, damit wir es nicht noch schlimmer machen. Let me give you an example. If a child hits his sister, we know, of course, that he's frustrated. Also zum Beispiel, wenn ein Kind seine Schwester haut, wissen wir schon, das Kind ist frustriert. Something isn't working for him. Irgendwas funktioniert für das Kind nicht. We also know that he's encountered futility. He cannot fix the problem. He cannot effect change. Wir wissen auch, es ist mit Vergeblichkeit konfrontiert. Es kann da im Moment nichts dran ändern. We also know, of course, that the futility of changing his sister has not sunk in. Und wir wissen auch, dass diese Vergeblichkeit nicht bei ihm eingesunken ist. Hasn't had sufficient tears and sadness about Und this. er seine Trauer, seine Tränen darüber nicht genügend gefühlt hat. So when we decide we're going to teach him a lesson, that aggression does not pay, and so we withdraw privilege. Also, wenn wir jetzt entscheiden, wir werden ihm eine Lektion erteilen, dass Aggression sich nicht auszahlt, also entziehen wir ihm ein Privileg. Tell me, does this increase frustration or decrease frustration? Wird seine Frustration dann größer oder kleiner? So we're saying to the child, I see you're having a hard time handling frustration today. Let me give you some more to handle. Also sagen wir dem Kind, oh, ich sehe, du hast heute Schwierigkeiten mit deiner Frustration fertig zu werden. Ich gebe dir noch ein bisschen mehr Frustration. And when we actually take something away that he cares about, we provoke his instincts not to care as a defense. Und wenn wir ihm dann etwas wegnehmen, was ihm teuer ist, dann aktivieren wir seinen Instinkt, sich nicht zu engagieren, dass ihm nichts viel wert ist als Verteidigung. When this happens in such children, we hear it in their language. I don't care, doesn't matter, whatever. Und die Kinder werden dann eben cool und sagen, mir doch egal. And we contributed to the hardening of their heart when the real issue is to soften their heart so they can find the tears that they need to have about not having their way.
Und anstatt, dass wir ihnen helfen, ihr Herz weich zu behalten oder zu bekommen und ihre Tränen zu finden über das, was in ihrem Leben nicht funktioniert, haben wir auf diese Weise noch dazu beigetragen, dass sich ihr Herz weiter You verhärtet. see, the underlying issues here are issues of emotion, not behavior. Also es geht die ganze Zeit, sehen Sie, um Emotionen, nicht um Verhalten. There are other problems with consequences. When we give a consequence, even a reward to a child, we reveal our own will with regards to the child. Und es gibt noch ein weiteres Problem bei Konsequenzen. Wenn wir Konsequenzen verhängen oder auch wenn wir eine Belohnung geben, offenbaren wir dem Kind unseren Willen, was unsere Absicht ist. If a child is not well attached to us, or we have not engaged the attachment instincts, or the child is an alpha child, then as soon as they know our will, they will want to do the opposite. Wenn das Kind nicht gut an uns gebunden ist oder seine gute Bindung im Moment gerade nicht aktiviert ist oder das Kind selber ein Alpha-Kind ist, was selber herrschen will, dann wird es in dem Moment, wo es spürt, was wir wollen, genau das Gegenteil tun wollen. Now, most consequences are confrontations with futility. Look what I can do that you can't do anything about. Die meisten Konsequenzen sind Konfrontationen mit Vergeblichkeit. Guck, was ich tun kann und du kannst nichts dagegen machen. And if a child can't feel the sadness about it, it will actually increase the aggression. Und wenn das Kind nicht imstande ist, aufgrund seiner Panzerung die Trauer darüber zu fühlen, dann wird seine Aggression nur noch schlimmer werden. Consequences are also our way of trying to get a child to think twice, to think before they act. Wir verhängen außerdem Konsequenzen, weil wir wollen, dass das Kind das nächste Mal besser nachdenkt, bevor es handelt. But that only works if a child is already capable of mixed feelings. Aber das funktioniert nur, wenn das Kind bereits zu gemischten Gefühlen in der Lage ist. When we, and again, the practice of consequences undermines the child's forming their own will, finding their own intentions, developing their own sense of responsibility. Also dieses Verhängen von Konsequenzen unterhöhlt im Grunde den Entwicklungsprozess, den das Kind eigentlich durchlaufen soll, dieses Gefühl von Urheberschaft, seinen eigenen Willen herauszufinden und so weiter. If we use consequences as a practice, it says we don't really trust in their desire to be good for us. We have to use what they're attached to against them. Und wenn wir Konsequenzen zur Erziehung verwenden, vermitteln wir dem Kind im Grunde, dass wir nicht wirklich in seinen Wunsch vertrauen, es uns recht machen zu wollen. It insults the relationship rather than supports the relationship. Es ist im Grunde eine Beleidigung für die Beziehung. And the practice of consequence typically involves using what a child cares about against them. You've all heard parents say, I don't know what else to take away from this child. And when they're doing this, they're actually using what a child cares about against them. Und was zu diesem Prinzip der Konsequenzen normalerweise auch dazu gehört, ist eben, dass wir dem Kind etwas wegnehmen, woran es hängt. Und wenn wir das tun, dann benutzen wir das, woran das Kind hängt, gegen das Kind. Which child would want to be in relationship with us, who believes that when we know what they care about, we will use that against them? Und welches Kind würde mit uns in Beziehung, in Bindung sein wollen, wenn es weiß und die Erfahrung gemacht hat, dass wenn wir wissen, woran es hängt, dass wir das dann gegen es benutzen werden. Now, all of this said and done, if you're in a social situation, a resident treatment program, in a classroom, you often have to use consequences to preserve your alpha position and to impose social order. Also jetzt haben wir das alles gesagt, aber gleichzeitig gilt auch in sozialen Situationen, zum Beispiel im Klassenraum und so weiter, müssen wir oft Konsequenzen verhängen, einfach um die Ordnung der Gruppe aufrechtzuerhalten. We often have to use consequences because if we don't, social justice will not be preserved and the children will punish each other. Und oft müssen wir es auch deswegen tun, weil sonst die anderen Kinder finden würden, das ist ungerecht und würden anfangen, Selbstjustiz zu üben. So there are good reasons for using consequences in their right place, but we must not see this as the answer for children becoming good children. Also es gibt Gründe, warum wir manchmal Konsequenzen anwenden können und sollten, aber wir müssen uns dessen bewusst sein, dass es keine Methode ist, die dazu beiträgt, dass unsere Kinder brav sein wollen. So to conclude this, current discipline methods, alarm-based, separation-based, and consequences are much more likely to cause discipline problems than to cure them. Also die üblichen Disziplinierungsmethoden verursachen die Probleme eher, statt sie zu heilen. And if we need to engage in these practices for social or policy reasons,
then it is also important to reduce the risk by depersonalizing the discipline process and bridging the problem as well as the discipline. We'll talk about bridging later. Darüber sprechen wir später noch. I think this is a good time. It's 3:05 for a break, and if we could, this one will be, if we could get back at 3:30, just so that we have the remaining time. Also es wäre super, wenn wir es hinkriegen, um 3:30 wirklich wieder hier zu sitzen. And Heinz has something for us to say.